Hallo liebe Monis und herzlich willkommen zu diesem Video. Wer sich ein kleines bisschen mit den Sailor Moon Musicals beschäftigt hat, der wird wissen, dass vor allem in den alten Sailor Muse gern mal Dinge geändert oder dazu erfunden wurden. So gibt es auch ziemlich viele neue Charaktere, die nirgendwo anders auftauchen. Und einige davon sind ziemlich cool, deshalb gibt es jetzt diese Top-Liste, in der ich euch meine persönlichen Lieblinge vorstelle. Also viel Spaß mit meinen Top 10 Charakteren, die es nur in den Musicals gibt. Von Platz 10 könntet ihr schon mal gehört haben. Sailor Pewter Fox und Sailor Titanium Kadoko, beziehungsweise auch Sailor Metis Kadoko, wie sie in einem anderen Musical genannt wird. Beide sind Sailor Anima Mates, also Mitglieder von Shadow Galactica. Sie kamen im Musical Sailor Stars vor und auch Kadoko nochmal im Folgemusical Ai Densetsu, aber eben mit anderem Namen. Pewter Fox war sogar die Anführerin der Anima Mates und nahm Let Crows Platz ein. Sie repräsentiert natürlich einen Fuchs. Und ihre Attacke heißt Galactica Mirage. Titanium Kadoko soll einen Frosch darstellen. Leider erfährt man über die beiden irgendwie fast gar nichts, deshalb sind sie auch zusammen auf einem Platz. Aber irgendwie finde ich sie echt interessant und ich finde das Design der beiden mega cool. Der 9. Platz geht an Spotted Tillmoon. Da ich es aber unfair finde, nur ihn zu erwähnen, geht der Platz auch gleichzeitig an Aaron und Manna. Alle drei sind Mitglieder vom Black Moon Clan aus dem Musical Tanjo Ankoku no Princess Black Lady. Aaron und Manna sind zwei süße Schwestern, die auf dem Planeten Nemesis geboren wurden und nun zur Familie des Schwarzen Mondes gehören. Sie wollen das aber eigentlich gar nicht. Spotted Tillmoon ist auch vom Black Moon Clan, der hat aber nur eine halbe schwarze Mondsichel, weshalb sich alle über ihn lustig machen. Er hat aber eigentlich ein gutes Herz und versucht, die beiden Geschwister zu beschützen, was ziemlich süß ist. Und auf Platz 8 sind schon wieder Kinder, beziehungsweise eigentlich Kätzchen. Sie heißen Miku, Fuku und Kuku, beziehungsweise gibt es in der späteren Version nur die ersten zwei. Die Süßen kommen in den Musicals Kaguya Shima Densetsu und Shin Kaguya Shima Densetsu vor. Sie wohnen auf einer Insel, in der die Senshi in diesem Musical Urlaub machen und freunden sich mit Chibiusa an. Die drei haben ihre Mütter verloren und wollen sie unbedingt wiederfinden. Es folgt ein kleiner Spoiler. Eigentlich sind sie Menschen, die anscheinend in Katzen verwandelt wurden. Viele finden sie ja nervig, aber ich eigentlich nicht. Nur ihr Gesang und ihre Kostüme sind in der Originalversion jetzt vielleicht nicht so gut, aber das bessert sich. Und ich finde sie echt süß und musste wegen ihnen am Ende heulen. Der 7. Platz geht an eine neue Sailor-Kriegerin, die nicht böse ist. Sailor Astarte. Sie kommt leider nur im Musical Transylvania no Mori vor und man weiß nicht so viel über sie. Sie ist eine Form der Göttin Astarte und außerdem ergreift die böse Macht Darkine immer wieder von ihr Besitz. Astarte kämpft zusammen mit den anderen Sailor-Kriegerinnen, aber wird leider immer schwächer. Achtung, Spoiler! Am Ende übernimmt Darkine sie komplett und Astarte ist quasi tot. Echt mega schade, ich fand sie interessant und hätte so gern mehr von ihr gesehen. Wir kommen zu Platz 6 mit dem Charakter Vulcan. Sie stammt aus dem Musical Last Dracul Saishoujo Jowakusei Death Vulcan no Fuin, also aus dem letzten der Vampir-Musicals. Dort ist es nämlich so, dass der Planet Death Vulcan die Erde bedroht. Allerdings ist er aufgesplittet in eine gute und eine böse Seite, und Vulcan ist diese gute Seite. Obwohl sie versiegelt wurde, will sie keine Rache, sondern einfach nur Frieden und versucht sich wieder mit ihrer bösen Seite zu vereinen. Sie war echt sympathisch. Die Hälfte haben wir. Auf dem 5. Platz ist die letzte Gruppe von Charakteren, Billa Emerald, Lea Ruby und Silver Sapphire aus dem Musical Kaguya Shima Densetsu. In Shin Kaguya Shima Densetsu werden die drei zu einer einzigen Person zusammengeschmolzen quasi, Dark Menora, deshalb zählt die auch. Sie waren Untergebene des Hauptbösewichts Dark Plasman. Außerdem sind sie Personifikationen eines Teils des Kometen Kotal, von dem sie kommen. Im Laufe des Musicals merkt man, dass die drei aber eigentlich nett sind. Und mal wieder ein kleiner Spoiler, oder eigentlich ein etwas größerer. Sie sind eigentlich die Mütter der drei Kätzchen. Irgendwie habe ich mit den Müttern aber etwas mehr mitgefühlt. Und Platz 4, Count Dracul, auch Bloody Dracul genannt, aus der Vampirsaga. Ich habe keine Lust, jetzt diese ewig langen Sailor Moon-Namen nochmal zu sagen. Er stellt sozusagen Graf Dracula dar und trauert seiner verstorbenen Frau nach. Im ersten der Musicals hilft er Dr. Tomoe und kämpft gegen die Senshi, aber man merkt schnell, dass er eigene Ziele verfolgt. Er wird von einem der besten Schauspieler gespielt, Yuta Mochizuki. Schon allein das bringt ihm Pluspunkte. Aber auch ansonsten ist er ein sehr interessanter Charakter mit cooler Hintergrundstory.
Platz 3 kam sogar schon bei meiner Nebencharaktere-Topliste vor. Mandrake aus den Musicals Transylvania No Mori und Death Volcan. Er ist die Menschenform einer Pflanze und wird aus Versehen von unseren Bösewichten ausgegraben. Die wollten nämlich eine Mandragora, die Wünsche erfüllt, allerdings ist Mandrake nur die Vorstufe davon. Die Bösewichter nehmen ihn halt trotzdem mal mit. Er ist sehr nett, hat manchmal ein paar überraschend diepe Sprüche auf Lager und ist auch echt lustig. Zwischen Platz 1 und 2 konnte ich mich nicht so recht entscheiden. Aber die Silbermedaille geht jetzt an Bloody Dracul Vampiro, ebenfalls aus Transylvania No Mori und Death Volcan. Sie ist die Tochter von Count Dracul und seiner verstorbenen Frau, welche übrigens ein Mensch war. Daher ist Vampiro, wie die meisten sie nennen, ein Halbvampir. Sie kann kein menschliches Blut trinken und ist als einzige dazu in der Lage, Vampire zu töten oder in Menschen zurückzuverwandeln. Sie will sich an den Senshi rächen und außerdem mit dem Silberkristall ihre Mutter wiederbeleben. Aber sie ist eigentlich nicht böse und ein mega cooler und sympathischer Charakter. Und sie hat den Vorteil, dass sie von einer meiner Lieblingsschauspielerinnen, Hikari Ono, gespielt wird. Und die schafft es wirklich, jeden Charakter sympathisch zu machen. Und der erste Platz geht ganz knapp an Luf Marrow aus der Kaguya-Shima-Geschichte. Dort gibt es neben diesen Kometenleuten nämlich noch eine andere Bösewichtegruppe. Sie treten als Piraten auf und gehören zu einem alten Volk der namensgebenden Insel Kaguya. Luf Marrow ist deren Anführerin und ist ziemlich wütend auf Serenity, da früher ihr Reich durch sie zerstört wurde. Sie ist auch diejenige, die die Mädels überhaupt erst auf dieser Insel lockt. Aber auch Luf Marrow ist gar nicht so böse, wie es zunächst scheint. Sie wird mit der Zeit mega sympathisch, hat super coole Songs. Und außerdem wird sie unter anderem wieder von Hikari Ono gespielt. Aber auch wenn sie von jemand anderem gespielt wurde, habe ich sie gefeiert. Also Luf Marrow, mein Lieblings-Sailor Mew-Charakter und generell eine meiner Lieblingsbösewichte. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst doch gerne einen Kommentar da, zum Beispiel, was ihr über diese Charaktere denkt. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, ciao, eure Sailor Cat und schönen zweiten Advent noch.